Hallo Leute, willkommen zurück. Ich bin Jan von Jans Technik Channel mit dem Motto Technik für daheim. Heute geht es um eine Steckdose. Ich bin mir ziemlich sicher, viele kennen es. Es gibt Steckdosen, die sind immer belegt. Es gibt Steckdosen, die sind immer belegt, weil auch immer der gleiche Verbraucher drin steckt. Und meistens sind es auch noch Steckdosen, die man gerne für hin und wieder andere Verbraucher nutzen würde. Aber entweder kann man den permanent eingesteckten Verbraucher selten ausstecken oder man will es einfach nicht tun. Ich zeige euch in diesem Video, wie ich meinen Verbraucher fest an die Steckdose angeschlossen habe und die Steckdose somit ab sofort frei für andere Verbraucher ist. Bevor es losgeht, dieses Video ist keine Anleitung zum Nachahmen. Jede Hausinstallation kann variieren, ich erkläre hier nur Lösungsansätze. Arbeiten an Elektrizität kann lebensgefährlich sein und Brände auslösen. Lasst dies immer von einem Fachmann durchführen. So, nachdem alles gesagt ist, los geht's! Um diese Steckdose hier geht es. Es ist eine Wandlampe angeschlossen, die über Amazon Alexa gesteuert wird. Die braucht also Dauerstrom und diese Steckdose würde ich gerne hin und wieder für etwas anderes nutzen können. Nachdem wir den Strom im Sicherungskasten deaktiviert haben, schrauben wir die Schrauben in der Mitte einer jeden Steckdose heraus. Damit können wir dann die Steckdosenhülle entnehmen. Die zwei seitlichen Schrauben an jeder Steckdose drehen die Haken, die die Steckdosen in dem Loch festhalten, zu oder auf. Durch Drehen schließen sich die Haken und damit kann die Steckdose entnommen werden. Ihr seht hier nun die drei Standardkabel. Braun die Phase, gelb-grün der Schutzleiter, blau der Nullleiter. Wir werden also hier das Kabel vom Fußboden in einem Kabelkanal zur Steckdose führen und dann die drei benötigten Kabel mit der Steckdose verbinden. Hier gibt es an der Steckdose neben dem Kabel jedoch noch Anschlusslöcher, um zum Beispiel weitere Steckdosen anzuschließen. Jetzt entnehmen wir mal die Steckdose. Drückt auf die Schalter unter den Kabel und das Kabel wird freigegeben. Ich dremel mir nur den Weg frei. Ich mache also einen kleinen Spalt in die Unterputzdose, damit ich später das Stromkabel zur Steckdose durchführen kann. Um die Kabelleiste passend zu sägen, platziere ich diese so, wie ich sie später brauche, trenne sie dann mit einer Säge passend ab. Damit der Kabelkanal an dem Gehäuse der Steckdose leicht überstehen kann, entferne ich an der Unterseite ein Stück für das Kabel. Noch einmal kurz prüfen, ob es noch passt. Als nächstes entfernen wir von meiner Wandlampe den Stromstecker, damit wir an die Kabel kommen. Nun führen wir die Kabel in die entsprechenden Löcher der Steckdose ein. Drückt dabei auf die Schalter und führt das Kabel ein. Wenn es drin ist, Schalter loslassen und das Kabel hält. Nun verbinde ich die Kabel in der Wand mit der Steckdose, natürlich farblich passend. Jetzt wird die Steckdose wieder reingefummelt. Ich habe sie hier noch 90 Grad versetzt eingebaut, im Nachgang habe ich das korrigiert.
Ich schraube die Steckdosen wieder fest, setze den Rahmen auf und schraube den Rest zusammen. Nun wird die Kabelleiste passend eingefummelt und die Position ausgerichtet. Wenn alles passt, ziehe ich die Folie vom Kleber ab und drücke die Kabelleiste an die Wand. Nun wird die Sicherung wieder eingedrückt und fertig ist die Steckdose. Die Wandlampe funktioniert wie bisher, die Steckdose ist allerdings frei. So, da sind wir wieder. Ihr habt gesehen, wie einfach es eigentlich ist, aus einer dauerbelegten Steckdose wieder eine freie zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch für daheim ein paar Anregungen mitgeben und freue mich bei einem meiner weiteren Videos auf euch. Bis dahin sage ich ciao, tschüss, euer Jan von Jans Technik Channel.